Leute, ich war im Epic-Event, ich habe gesagt, ich brauche eine Waffe, dann hat's gemacht und jetzt seht ihr nachgestellt die Reaktion, wie sie Highlife bei mir zu Hause war. Ja, Waffe. Oh. Alrighty, Leute, und damit herzlich willkommen zu Server EU4. Tag 3 ist schon mitten im Gang. Ihr habt gerade gesehen, ich habe hier schon ein bisschen gespielt und tatsächlich hat es mich ein bisschen gepackt, weil ich fast davon ausgegangen bin, dass ich Level 70 heute definitiv nicht erreichen werde. Jetzt hatten wir hier aber ein paar Dungeons drin. In der Cutthroat Grotto hatte ich noch 3 Dungeons zu clearen. Und hier war ich, glaube ich, auch bei 2, 3 Dungeons davor. Und ja, ich hatte zwar ein paar Items vereinzelt ausgetauscht und habe die meisten Dungeons mit einer Wahrscheinlichkeit laut SF Game Tools um die 0,3% bin ich angegangen. Und ich muss echt sagen, ich habe sehr viele Dungeons gecleart, insgesamt viel weniger Pilze ausgegeben als im Schnitt. Da war ich anscheinend wirklich sehr, sehr lucky. Und ja, dann jetzt mit dem Level, was ich dann hatte, ich hatte von 61 nochmal mit 2 Quests auf 62 gespielt und habe gesagt, okay, ich habe jetzt relativ viele Items schon aktuell, nicht alle, ne? Nicht alle. Hier zum Beispiel habe ich aber ein normales Item geholt, kein Epic, weil ich keins gefunden habe. Das habe ich nicht ausgetauscht, weil das mir nicht worth war. Das ist noch relativ alt, ja. Und klar, man kann sich immer verbessern, aber das sind so Nuancen. Und was am ältesten war, war eigentlich die Waffe. Mit der bin ich reingegangen zuvor. War okay. Aber die hatte natürlich auch nicht so eine fette Spanne. Und irgendwann dann ist sie 6, 7 Level alt gewesen oder so. Dann musst du natürlich nochmal eine neue Waffe holen. Und dann habe ich die halt bekommen mit einer Mörderspanne. Auch ich hatte vorher noch überlegt, es wäre natürlich 3 Attribute besser. Irgendwann kommen ja auch mal wieder Mages. Aber die ist so fett gewesen. Und dann haltet euch fest. Also das war bisher mit Abstand der krasseste Fight vom Baden. Also ist natürlich geil, gelbe Note bedeutet 60% Schadensbonus, 4 Runden. Hier weicht er aus, gibt mir einen Hit. Ich habe schon wieder die 60% Schadensbonus. Kriegst einen Hit mit 470 HP und baller eben einen Mörder-Crit rein. 374.000. Also, und ich sage, das war der 7. oder 8. Try. Ja, bei 0,3%. Also theoretisch hätte man im Schnitt 300 Pilze ausgeben müssen. Also, das ist, ich muss sagen, speziell wirklich am Tag 3 bin ich deutlich unter Schnitt laut SF Game Tools. An Tag 1 und Tag 2 war es pari, da hatte ich eher das Gefühl, bin nicht ganz so lucky, aber jetzt am Tag 3 bin ich mega lucky. Also das ist echt krass, Leute. Und mal gucken, ob ich es dann heute irgendwie schaffe, noch auf 70 zu kommen. Ich muss die nächsten Dungeons legen. Der hat bisher jetzt eine Chance von 0,02 oder 3%. Ich müsste nochmal Full Epic gehen wahrscheinlich. Danach kommt, glaube ich, ein Mage. Also, ich weiß nicht, ob es geht. Ich werde es vielleicht ein bisschen probieren. Zwischendurch erstmal ein Shoutout an Newland. Im Discord heißt er so. Hatte mir nochmal das Picture geschickt, auch mit dem Payment-Picture dahinter. Vielen Dank, dass du meinen Code genutzt hast. Natürlich sehr, sehr geil. Ich hoffe, du hast diese 10% extra Dungeon Luck und Gem Luck. Wirklich. Würde mich definitiv freuen. Deshalb auch vielen Dank an jeden, der den Code eingibt, überhaupt Creator-Codes eingibt. Das ist richtig fetter Support für denjenigen jeweils. Vielen Dank. Und an dieser Stelle auch nochmal ein kurzes Update. Es ist jetzt mittlerweile schon Tag 4. Ich hatte leider abends kein Internet und dann bin ich eingepennt. Also an Tag 3 habe ich auf EU4 leider auch da mit 140, 50 Alu nicht gespielt. Habe mich trotzdem mit dem Char nochmal halbwegs neu equipped. Also das älteste Item ist eigentlich dieses 5 Attribute Epic hier. Auch die Steine sind weitestgehend so aktuell wie möglich. Und speziell zu den Barden muss man sagen, gab es keinen, der über 68 war. Nach Tag 3 bzw. zum jetzigen Zeitpunkt. Ich vermute, Level 68 wäre ich auch gewesen, wenn ich alles noch an Tag 3 erledigt hätte. Das Problem einfach ist, dass der Toxic Dragon mit den Items, wie ich es jetzt habe, ist er einfach nicht möglich. Gebe ich ihm 200 Intelligenz mehr und macht die Waffe auch nochmal ein bisschen besser. Also ich habe gesehen, plus 9, plus 10 stellenweise an Durchschnittsschaden. Ich habe ihm mal 20 Durchschnittsschaden mehr gegeben und 200 Intelligenz mehr und die Chance steigt einfach nicht.
Also das ist ein fetter Breaker hier für den Barden, für den Magier. Ist er auch schwer, aber machbar. Und ich glaube, auf EU1 war das genau so ein Ding, den musste man schlagen, damit man die Pets eben freischalten konnte. Und ich glaube, dass ich selbst an Tag 4, wenn ich meine gesamte Alu und Gold investiert habe und selbst wenn ich nochmal ein paar Kleinigkeiten verbessere, wird dieser Dungeon höchstwahrscheinlich nicht schlagbar bleiben. Und das ist krass. Das ist sozusagen das, was mit 10k Baden an 3 Tagen möglich ist. Ich glaube, mit 10k beim Baden innerhalb von 3 Tagen ist es nur sehr schwer möglich, diesen Dungeon zu schlagen. Wenn man ihn schlägt, schafft man die Pets und so wahrscheinlich sehr gut. Aber dadurch, dass man ihn einfach nicht schlägt, kommt man in Verzug mit den Pets. Definitiv. Also das ist krass. Und was auch krass ist, Leute, ich habe es gesagt, es gibt jetzt schon Leute, die Unterwelt spielen. Also Free-to-Play, by the way, der war sehr, sehr nett und hatte mir gesagt, dass er für seinen 200er Push, der war der erste Level 200er, 27k Pilze benötigt hat. Und das ist denkbar. Das ist auf jeden Fall ein Wert, den ich auch von, in einem Toleranzbereich, den ich auch von anderen kenne. Er spielt vor allen Dingen lustigerweise einen Druiden, also Int-Klasse, ne? Das habe ich in meinem letzten Video falsch gesagt. Es gab schon Int-Klassenspieler, die höher waren im Level, aber er ist jetzt der erste gewesen, über 300. Amstaff hat es auch nachgeholt als Druide. Ich konnte nicht gedacht. Auch ein Bersi hat es gepackt, über 214. Juni übrigens, glaube ich, auch mit 185 gerade dabei gewesen, also an Tag 3 auch sehr weit schon gekommen. Right-Clicks sehe ich da ähnlich. Dämonenjäger natürlich auch ein paar drüber. Also es ist jetzt keine Dominanz der Dämonenjäger, wie ich es vielleicht erwartet hätte. Nichtsdestotrotz trotzdem Free-to-Play sehr, sehr nett gewesen, dass er mir das gesagt hat. Und eben auch nachvollziehbar, der Wert. Und er ist jetzt aber eben auch der Erste mit der Unterwelt. Er hat die Unterwelt auf Stufe 10, das heißt Gladiator-Trainer Level 10. Quistic, Upgrade 9, könnte auch Gladiator-Trainer auf 9 haben. Die beiden, ich glaube, ich weiß nicht, wann Quistic direkt im Level hochgegangen ist, aber bei ihm ist es natürlich so, dass er schon relativ lange Level 200 ist und einen Tag den Elevator komplett mitnehmen konnte und höchstwahrscheinlich auch von den Clan-Kisten her, wie ich es vermutet habe, genügend Festungsmaterial bekommen hat, neben dessen, dass man natürlich in der Festung jetzt auch schon mit einem Festungspartner gut grinden kann. Also entweder haben die sehr gut gegrindet mit dem Partner oder es war tatsächlich auch durch den Elevator bedingt, dass jetzt die Unterwelt eben freigeschalten werden konnte an Tag 3 Ende des Events. Ja, man wird auf dem nächsten Serverstart sehen, wo es dann keinen Elevator gibt, ob man das auch zu dem Zeitpunkt schaffen konnte dort oder halt nicht. Es ist auf jeden Fall echt krass, weil jeder, der sich die Unterwelt jetzt aufbaut mit dem Gladi, der hat nochmal einen richtigen Vorteil im PvP, im PvE, überall, auch für die Pets ist es sehr wichtig. Also das ist schon echt krass, ja. Und ich gehöre da nicht dazu. Also für den Barden ist so ein krasser Level-Push entweder extrem kostspielig, also die Chance ist ja nicht gegen 0, also nicht auf 0, aber sie geht gegen 0. Wüsste ich jetzt nicht, ob das, wie viel man da investieren muss, damit man überhaupt erstmal die Chance hat, auf Level 70 zu kommen. Das wäre ja das an Tag 3 noch das Lustige, selbst wenn ich den dann schon schaffe, ob ich dann 70 geworden wäre. Steht noch auf einem anderen Blatt. Also das, wollte ich erstmal für jeden, der Baden spielen will, sagen, rechnet mal nicht zwingend damit, dass ihr Level 75 an Tag 3 erreichen könnt. Nicht zwingend.